Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ticket zurück ins Leben von der Kunst. Krisen zu meistern ist ein inspirierendes Werk von Philipp Sommer, das sich mit der Bewältigung persönlicher und beruflicher Krisen auseinandersetzt. Der Autor greift auf seine eigenen Erfahrungen zurück und kombiniert sie mit erprobten psychologischen Methoden, um den Leserinnen und Lesern Werkzeuge an die Hand zu geben, die helfen, schwierige Lebensphasen mit mehr Zuversicht und innerer Stärke zu meistern. Besonders in einer Zeit, in der viele Menschen mit Unsicherheit, Veränderung oder Verlust konfrontiert sind, bietet dieses Buch einen motivierenden Leitfaden, sich nicht von den eigenen Ängsten lähmen zu lassen, sondern aktiv an der eigenen Resilienz zu arbeiten. Sommer gelingt es mit verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen, sowohl emotionale Unterstützung zu vermitteln, als auch konkrete Strategien aufzuzeigen, die jeden dazu befähigen, Krisen in Chancen zu verwandeln. Ticket zurück ins Leben richtet sich an Menschen jeden Alters und jeder Lebenslage, die sich nach Orientierung, Hoffnung und praktischer Hilfe sehnen, wenn das Leben aus den Fugen gerät. Es ist somit nicht nur ein Buch über Krisen, sondern vor allem auch eine Einladung, das eigene Leben mutig neu zu gestalten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Bedeutung von Krisen im Leben. Philipp Sommer beleuchtet in diesem Abschnitt, warum Krisen einen zentralen Bestandteil unseres Lebens darstellen und keinesfalls nur negativ bewertet werden sollten. Er erläutert, dass Krisen zwar unangenehm und schmerzhaft sein können, jedoch auch sehr oft die entscheidenden Wendepunkte darstellen, die persönliches Wachstum ermöglichen. Mit lebensnahen Beispielen zeigt der Autor auf, wie verschiedene Arten von Krisen, seien es familiäre, berufliche oder gesundheitliche Herausforderungen, zwar unterschiedlich erlebt werden, ihrer grundlegenden Dynamik nach aber stets eine Chance zur Neuorientierung bieten. Indem er psychologische Grundlagen erklärt, macht Sommer dem Leser bewusst, dass jede überstandene Krise auch die Selbstwirksamkeit stärkt und das Fundament für kommende Herausforderungen bildet. Durch diesen Perspektivenwechsel hilft das Buch, Angst vor zukünftigen Unsicherheiten abzubauen und selbst schwierige Phasen als Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen. Zweitens. Resilienz entwickeln und stärken. Ein zentrales Thema des Buches ist die Förderung der Resilienz, also der Fähigkeit, sich von Rückschlägen nicht dauerhaft entmutigen zu lassen. Philipp Sommer führt ein, welche Faktoren Resilienz beeinflussen und wie jeder Mensch diese entscheidende Eigenschaft systematisch trainieren kann. Dabei beschreibt er konkrete Übungen und Methoden, wie zum Beispiel die Reflexion über eigene Werte und Stärken, das Setzen realistischer Ziele sowie das Lernen von konstruktivem, lösungsorientiertem Denken. Sommer bezieht sowohl wissenschaftliche Modelle als auch persönliche Anekdoten ein, um den Leser zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Die vorgestellten Techniken reichen von der Gestaltung kleiner Alltagsrituale bis hin zu langfristigen Veränderungen von Denk- und Handlungsmustern. So vermittelt das Buch, dass Resilienz kein angeborenes Talent, sondern eine erlernbare Fähigkeit ist, die in jeder Lebensphase weiterentwickelt werden kann. Drittens. Umgang mit Angst und Unsicherheit. Angst und Unsicherheit sind ständige Begleiter in Zeiten der Krise. Sommer zeigt auf, wie wichtig es ist, diese Gefühle nicht zu verdrängen, sondern bewusst wahrzunehmen und konstruktiv zu nutzen. Der Autor erklärt, wie der menschliche Geist in Stresssituationen funktioniert und wie Gedanken und Emotionen sich gegenseitig beeinflussen. Mit Hilfe praktischer Übungen wie achtsamer Selbstwahrnehmung und der Methode des inneren Dialogs lernt der Leser, sich seinen Ängsten zu stellen und sie nicht zum Hemmschuh im eigenen Leben werden zu lassen. Das Kapitel thematisiert auch die Rolle von Akzeptanz und Geduld im Umgang mit schwierigen Gefühlen und gibt Tipps, wie man aus Angst Mut schöpfen kann. Sommer plädiert für einen offenen Umgang mit eigenen Schwächen und betont, dass auch Rückschläge einen natürlichen Teil des Heilungsprozesses darstellen. Dieses Kapitel unterstützt, einen gesunden und produktiven Umgang mit Unsicherheit zu etablieren. Viertens. Die Kraft von Beziehungen und sozialen Netzwerken. Kein Mensch bewältigt Krisen allein. Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Philipp Sommer
widmet ein umfangreiches Kapitel der Bedeutung von Familie, Freundschaften und weiteren sozialen Netzwerken. Er betont, wie essentiell es ist, in schweren Zeiten Unterstützung zu suchen und anzunehmen. Dabei behandelt er nicht nur die Auswirkungen sozialer Isolation, sondern auch Wege, wie positive Beziehungen gezielt gepflegt und aufgebaut werden können. Sommer gibt Anregungen, wie man emotionale Nähe und Vertrauen fördert und wie man sich von destruktiven Kontakten distanziert, um das eigene Wohlbefinden zu steigern. Anhand von Geschichten und Forschungsergebnissen unterstreicht der Autor, dass soziale Verbundenheit eine der stärksten Ressourcen auf dem Weg zurück ins Leben ist und Krisenhilfe nicht nur zwischenmenschliche, sondern auch nachhaltige Effekte auf die seelische Gesundheit haben kann. Schließlich Neuanfang und die Kunst der Sinnfindung nach der Krise, nachdem die schwierigsten Phasen überwunden sind, zeigt Sommer, wie entscheidend es ist, dem Leben danach neuen Sinn zu geben. Viele Menschen erleben posttraumatisches Wachstum, wenn sie sich aktiv mit ihren Erfahrungen auseinandersetzen und Wege finden, das Erlebte in ihre persönliche Entwicklung zu integrieren. In diesem Kapitel erklärt der Autor, wie man eigene Werte und Lebensvisionen neu definiert, berufliche und private Ziele anpasst und trotz möglicher Rückschläge Zuversicht und Lebensfreude zurückgewinnt. Er gibt konkrete Anregungen für die Selbstreflexion und begleitet den Leser dabei, alte Muster zu hinterfragen und neue Leidenschaften zu entdecken. Sommer verdeutlicht, dass ein wirklicher Neubeginn Zeit und Engagement erfordert, aber auch die Chance bietet, ein erfüllteres und widerstandsfähigeres Leben zu führen. Diese Impulse fördern ein nachhaltiges, ganzheitliches Wohlbefinden über die eigentliche Krisensituation hinaus. Zusammenfassend: Ticket zurück ins Leben von Philipp Sommer ist ein Ratgeber, der sich insbesondere an all jene richtet, die sich in einer akuten Krise befinden oder präventiv an ihrer seelischen Gesundheit arbeiten möchten. Das Buch eignet sich für Menschen aller Altersgruppen, unabhängig davon, ob sie mit beruflichen Veränderungen, Beziehungsproblemen, gesundheitlichen Einschränkungen oder anderen Lebensumbrüchen konfrontiert sind. Dank der klaren Sprache, praxisnahen Beispiele und gut umsetzbaren Strategien ist dieses Buch besonders empfehlenswert für diejenigen, die nach sofort einsetzbaren Hilfestellungen suchen und motiviert sind, aktiv an ihrem eigenen Wohlbefinden zu arbeiten. Philipp Sommer gelingt es, wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Erfahrungen zu verbinden und so nicht nur Orientierung, sondern auch Hoffnung und Lebensmut zu vermitteln. Im Vergleich zu anderen Werken im Bereich Lebenshilfe bietet Ticket zurück ins Leben eine ausgewogene Mischung aus emotionaler Nähe und praktischer Anleitung, die den Leser nicht nur auf den ersten Schritt, sondern über den gesamten Weg durch schwierige Zeiten begleitet. Wer gezielt Methoden zur Überwindung von Krisen sucht und nachhaltige Veränderungen in seinem Leben anstrebt, findet in diesem Buch einen wertvollen Begleiter. Der Erwerb lohnt sich, weil die Inhalte nicht nur zur akuten Problembewältigung beitragen, sondern auch langfristige Resilienz und Lebensfreude fördern. Ein echter Mehrwert für jeden, der sein Leben bewusster, widerstandsfähiger und erfüllter gestalten möchte. Wenn Sie unterstützen möchten. Philipp Sommer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.